Warum gibt es denn eigentlich zusätzliche Filter zu Objektiven? Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Kanal Stark vereinfacht. Ich bin der Achim und heute geht es um das Thema der Kamerafilter. Als erstes schauen wir uns näher den Polfilter an, der heißt auch CPL oder einfach Polarisationsfilter. Danach den ND bzw. Graustufenfilter und den Filter für das ultraviolette Licht. Und abschließend schauen wir uns dann mit den Filtern zusammen ein paar Aufnahmen zur praktischen Fotografie an. Der Polarisationsfilter lässt technisch gesehen nur gerichtetes Licht ins Objektiv. Wenn man sich jetzt in der Umwelt das mal vorstellt, die Lichtstrahlen sind ja kreuz und quer. Das heißt, der Filter lässt nur Lichtstrahlen in Richtung der Filterwirkung durch. Weicht die Richtung des Lichtstrahls jetzt von der Richtung der Filterwirkung ab, dann wird der Einfall gedämpft bzw. sogar komplett abgeschnitten. Das nennt man in der Fotografie auch oft falsches Licht. In der Regel ist die Filterwirkung des Polfilters einstellbar. Was da genau passiert, zeige ich euch in dem Video. Zunächst lässt der Filter alles komplett durch und dann tritt die Filterwirkung ein und richtet das Licht. Die Kerneigenschaften eines Polfilters sind wahrscheinlich, dass er die Farben und die Kontraste in der Aufnahme verbessert und Spiegelungen und Reflexionen vermindert. Gerade diese Spiegelungen und Reflexionen in der Aufnahme, die man nicht haben möchte, sind schwierig mit Bildverarbeitungsprogrammen im Nachhinein zu eliminieren, da gerade in den Spiegelungen eben die Bildinformationen verloren gehen. Vor allem bei Außenaufnahmen mit Sonnenlicht bietet der Polarisationsfilter sehr viele Vorteile, da hier Reflexionen auf verschiedenen Oberflächen entstehen. Beispielsweise Holz und Wasser, dort reflektiert das Licht natürlich relativ stark. Und eine Filterwirkung durch den Polfilter tritt ein und entfernt Effekte aus der Aufnahme. Jetzt könnte man denken, dass der Polfilter für metallische Oberflächen perfekt ist, da dort natürlich relativ viel Licht reflektiert wird. Dem ist leider nicht so, da die metallischen Oberflächen wenig polarisiertes Licht haben und da die Filterwirkung weniger gut eintritt. Okay, kommen wir nun zum ND-Filter und schauen uns an, was der so kann. Der Filter reduziert das einfallende Licht ins Objektiv. Je nach Filtertyp macht er also die Aufnahme dunkler. Da stellt sich mir doch die Frage, wieso sollte man die Aufnahme dunkler machen? Grundsätzlich hat man unterschiedliche Ausführungen des Filters. Hat man jetzt einen starken NT1000, dann reduziert er das einfallende Licht um 10 Blendenstufen. Das heißt, man kann eine 1000-fach höhere Belichtungszeit einstellen. Im Gegensatz dazu nimmt man einen ND2, der reduziert das einfallende Licht nur um die Hälfte, also die Lichtstärke wird halbiert. Das heißt eine Blendenstufe. Wie sich das mit der Lichtstärke und der Blende verhält, habe ich in diesem Video schon mal erklärt. Das Haupteinsatzgebiet des ND-Filters ist sicherlich die Langzeitbelichtung. Aber auch in der Videografie kann man zum Beispiel bei Aufnahmen im Freien die Intensität der Sonne bzw. das bewegende Licht gut ausgleichen. So, aber bleiben wir erstmal bei der Langzeitbelichtung. Hier kommt es natürlich stark auf die Aufnahmebedingungen an. Nehmen wir mal an, wir haben einen schönen sonnigen Tag und möchten ein Motiv wie einen Wasserfall fotografieren. Um jetzt die Langzeitbelichtung zu machen, stellen wir die Verschlusszeit hoch. Und dann werden wir relativ schnell feststellen, ja Mist, das Foto ist ja völlig überbelichtet. Jetzt können wir natürlich sagen, naja, wir schrauben die Blende zu und verhindern dadurch den Einfall ins Objektiv. Das möchte ich vielleicht nicht unbedingt haben, weil zum Beispiel der Effekt der Beugungsinterferenz dann auftritt. Falls mein Video zu dem Effekt schon online ist, könnt ihr das hier oben nachschauen. Aber das ist genau der Punkt, wo der ND-Filter zum Einsatz kommt. Hier kann nämlich die Blende geöffnet bleiben und der Filter kümmert sich um die Lichtmenge ins Objektiv. Somit kann man auch ganz gut die Langzeitbelichtung mit geöffneter Blende durchführen. Kleiner Side-Fact am Rande, ND-Filter steht übrigens für Neutraldichtefilter. Bei sehr starken ND-Filtern kann allerdings die Qualität der Aufnahme leiden, weil der Filter generell eigentlich ein Problem mit Infrarotlicht hat und dort einen Farbstich hervorruft. Die Kamera selber kann auch den Lichtstärkenverlust über den ISO-Wert ausgleichen. Meine Kamera zum Beispiel kann bis 1600 ISO eigentlich das Licht in der Aufnahme ausgleichen. Drüber wird dann die Qualität schlechter. Okay, kommen wir zum letzten im Bunde, dem UV-Filter. Was kann denn der eigentlich? Grundsätzlich sind die Kamerasensoren auf das komplette Lichtspektrum sensibel. Unser Filter, der filtert halt jetzt das ultraviolette Licht. Side-Fact Nummer 2. Im Gegensatz zum Fotosensor sieht das menschliche Auge das ultraviolette Licht nicht, da es im Auge absorbiert wird. Allerdings kann das UV-Licht eben die Augen schädigen.
weil es eine sehr kurze Wellenlänge hat und somit eine hohe Energiedichte. Deshalb folgt dem Rat der Augenärzte und wenn ihr draußen unterwegs seid und es ist sehr sonnig, dann setzt eine Sonnenbrille auf. Okay, was bewirkt nun das UV-Licht in der Aufnahme? Früher war der UV-Filter sehr beliebt, da er die Schärfe und den Kontrast der Aufnahme verbessert hat. Heutzutage in der digitalen Kameratechnik ist der Effekt eher zu vernachlässigen, weil die Bildsensoren meist schon einen UV-Filter integriert haben. Nun, aber wieso habe ich mir jetzt trotzdem einen UV-Filter geholt? Ganz einfach eigentlich, für mich dient er jetzt als Schutz der Linse des Objektivs vor Dreck oder Schmutz, damit eben die Linse auch nicht zerkratzt wird. Salzwasser sollte man vielleicht vermeiden und auch harte Schläge durch Steine, das wird er wahrscheinlich nicht abkönnen. Nichtsdestotrotz wird dem UV-Filter ja nachgesagt, dass er einen gewissen Effekt auf die Aufnahme hat. Was ist denn dieser Effekt? Eigentlich wenig Positives, außer das schon angesprochene Entfernen des Blaustichs bzw. Streulichts. Durch die zusätzliche Glasplatte verliert die Lichtstärke bis zu 5%. Das kann die ISO in der Regel ganz einfach ausgleichen. Einzig bei sehr dunklen Aufnahmen, dann entsteht durch die ISO eventuell ein Rauschen und dadurch gehen Bildinformationen eben verloren und die Qualität der Aufnahme wird natürlich schlechter. Auch können zusätzliche Reflexionen durch den Filter in der Aufnahme entstehen, was einen Lens-Flare oder Ghosting-Effekt zur Folge hat. Der Lens-Flare-Effekt erzeugt Kreise und Ellipsen im Bild, was man auch sehr gut als gestalterisches Stilmittel einsetzen kann. Das Ghosting erzeugt eine Scheinaufnahme und wird versetzt in der Aufnahme dargestellt. Okay, kommen wir zurück zur praktischen Fotografie. Was für Fotos macht denn eigentlich der Polfilter, wenn wir dann aufs Objektiv schrauben? Hier in der Vergleichsaufnahme sieht man schön, wie die Reflexionen von der Wasseroberfläche durch den Filter rausgenommen werden. Oder hier im Vergleich sieht man eine Pflanze, wie die Reflexionen auf der Oberfläche der Blätter und auch vom Tisch entfernt wurden. Okay, als nächstes schauen wir uns mal den ND-Filter an, was der so kann und wie er die Aufnahmen verändert. Die Wasserfallaufnahme hier wurde über den Tag mit Langzeitbelichtung aufgenommen. Die dynamischen Bewegungen des Wassers verschwimmen schön und erzielen einen tollen Effekt. Oder hier das Bild vom Straßenverkehr in der Dämmerung. Hier sieht man schön, dass das Licht zu Lichtschlieren wird und echt einen schönen Effekt erzeugt. Die beiden Aufnahmen wurden mit hoher Langzeitbelichtung gemacht. Und das ging eben nur, weil wir mit dem Graustufenfilter gearbeitet haben und somit eben entsprechend die Langzeitbelichtungszeit erhöht haben. Zum UV-Filter gibt es eigentlich nicht viel zu zeigen. Ich habe hier mal eine Aufnahme vorbereitet, wo den Lens-Flare-Effekt zeigt. Okay, das war's mal wieder. Nächstes Mal geht es um die Bildsensoren. Wenn es euch gefallen hat, und es hat es euch, weil ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, lasst mir ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.